Guten Morgen, liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht und den schönsten Spezialgast, Dana Rolle. Wo bist du denn jedes Mal? Es kann doch gar nicht sein. Wieso? Ich hab doch das, du siehst doch im Bild, dass wenn du sogar... Ja, weil das wegen Spiegelung, es liegt auf jeden Fall an den Abonnenten, die noch nicht abonniert haben, also den Nicht-Abonnenten, aber jetzt abonnieren werden, denn bei 100.000 Abos werden wir uns endlich in der Mitte treffen und begrüßen und berühren dürfen. Naja, wir sind ja auf jeden Fall wieder Release Oktober. Super viele K-Pop-Songs, die hier und Comebacks und Runbacks und Jumpbacks und Langbacks. Alles hast du nicht gesehen. Die am Start sind und wir wollen ja nicht so viel Zeit verschwenden mit unnötigen Intros. Deswegen hier TXT mit dem neuen Song. Und es ist ja auch ein Comeback, ne? Comeback-Song. Die haben wir jetzt länger. Na, auf jeden Fall Runaway und los geht's. Runaway. Das Intro. Mann. Blub. Okay. Noch ein bisschen. Es hat schon diesen BTS-Look. Die sind ja auch bei Big Hit. Ja. Das finde ich schon mal geil. Welche Sprache haben wir? Englisch, gut. Jetzt nicht mehr BTS. Schon die Gitarre. Oh. Auf jeden Fall langsamer. Oh, die schlechten Apple AirPods. Kann ich nicht empfehlen, Leute. Der Sound ist wirklich nicht so gut. Nicht so gut bei denen. Ah, das ist komplett was anderes. Da haben wir uns verarscht am Anfang. Cool. Ah. Oh, das ist eine süße Idee. Klingt ein bisschen dissonant, aber diese. Mit den Klamotten. Da hast du Geld ohne Ende. Das sind alles Off-White-Klamotten, ne? Boah. Boah, das ist die Gitarre hier im Solo. Wie Synchronschwimmer. Okay, was kommt jetzt? Wow. Oh, ich liebe das, wenn die sowas in den Videos machen. Weil es wie so ein Kurzfilm dann ist. Hä, voll geil. Ganz ein Glühwürmchen. 그 순간 마법은 시작됐어 네 눈물
만들자 다시 늘지 않게 내 영원히 되줘 내 영원히 Run away, run away, run away with me 세상의 끝에서 forever together Run away, baby 말해줄게 아니면 너 Don't wanna stay 잘 잡고 너와 나 함께라면 말해줄게 아니면 너 Don't wanna stay 잘 잡고 시간날 돌아가자 우리라는 마법에 Da ist gar nichts mehr. Hast du so schöne Fingernägel schon mal gesehen? Nicht an einem Menschen. Wow. Oh. Der ist ein bisschen angekokelt. Oh, da ist so viel Und? Message im Video eigentlich drin, das müsste man gerade nochmal gucken und komplett analysieren, nur für die Message. Aber das kann ja die Community, ihr könnt das gerne hier in die Kommentare schreiben, was da die ganze Story dahinter ist. Die haben uns ja richtig geflaxt hier mit dem Intro. Da hat man ja was komplett anderes erwartet, dass da musikalisch was ganz anderes kommt. Toll. Ich dachte schon, wir müssten gleich so einen Slow-Dance hinlegen. Ja, ja. Diesen Two-Step. Aber hier wurde es dann richtig cool. Also na, auch sehr wichtig hier, dass man diesen Aufbau hat von diesem, weil es dann sehr räumlich wird, diese Einleitung zu etwas und danach dann eben diesen schönen Kontrast zu was Trockenem wieder. Ich habe das schon ein paar Mal beschrieben, sehr, sehr wichtig. Ich finde, die haben das sehr schön genutzt, dieses räumliche, immer mit links, rechts verteilt, auch dass sich was von links nach rechts bewegt oder andersrum. Ja. 나만 백다 행복한 것만 같아 우는 것보다 웃을 때가 더 아파 Ja, was das Ganze hier ziemlich cool trägt und finde ich auch die Hook sehr, sehr geil macht, ist wirklich dieser Rhythmus, also dieser Vibe, den hier der Bass und die komplette Rhythmussektion hier aufbaut. Das finde ich sehr, sehr cool, weil es echt so einen richtig coolen Drive so nach vorne hat. Schön. Und dann die ganzen, es sind sehr oft E-Gitarren drin, E-Gitarren-Parts. Auch hier direkt am Anfang schon, die so nur kleine Akzente reinspielen. 것만 같아 우는 것보다 웃을 때가 더 아파 Was ist dieses Distorted? Hier ist was? Dieses Distorted-Ding, was man so düb. Ja, das ist wirklich ein Synthesizer, wahrscheinlich hier mit einer Saw-Waveform. Also, ne, ich habe das schon mal in irgendeinem Video gesehen. Aber eben Synthesizer auf jeden Fall, der eben so programmiert ist, dass es vom Sounddesign her so ein bisschen aggressiver, sage ich mal, klingt. Aber das muss ich sagen, ich finde den Song mega geil, aber das stört mich ein bisschen, weil mich das, weiß ich nicht, das höre ich zu stark raus. Ja, also es ist... Also mich persönlich jetzt, sonst finde ich den Song mega gut. 그게 다른데 지금 내 Ja, es wirkt so ein bisschen deplatziert, weil es halt sehr synthetisch ist, aber ich finde nicht, also ja, weil der Rest eigentlich relativ organisch angelegt ist an Instrumenten und das dann so sehr synthetisch ist. Ja, aber ja, ich finde, kann man schon machen. Vielleicht fällt es am Anfang sehr auf, aber dann irgendwann fließt es mehr in den Song ein, finde ich. 네 손이 필요해 Ja, genau. 지금 내게 네 손이 필요해 Also du meinst diesen Snare Fill-In, der 그게 다른데 지금 내게 Das ist 네 halt genau. 손이 필요해 Geht auch so von rechts. Ne, links kommt er zuerst. Hier ist auch irgendetwas, was die Gesangsmelodie gefühlt 2 Oktaven höher mitspielt. Ich weiß nicht, ob es Gesang ist. Es könnte sein, dass es Vocals sind, aber dass die dann eben künstlich hochgepitcht wurden, und weil es sind glaube ich, wirklich 2 Oktaven, die hier höher sind. Das hat sicherlich keiner der Jungs mehr singen können. Es klingt auch ein bisschen synthetisch. Aber da sieht man, das ist sehr subtil im Mix auch, aber auch sehr, sehr cooler Griff hier.
Und es hat sogar am Es geht Ende. von links, Genau. so kurz nach hinten und dann nach rechts. Genau, und der letzte hat sogar so einen Tape-Stop, so einen ganz schnellen. So. Das finde ich richtig geil. Und Palm Angel. Ja, auch hier sehr, sehr viel mit Harmonien gearbeitet beim Gesang. Ne? Gerade hier so die Stelle. Auch schön im Stereo, viel rechts, links verteilt wurde. Und hier ist ein Chor im Hintergrund, der wirklich. Warte. Ja. Machen die. So. Die Vocals finde ich mega schön und ich glaube, deswegen stört mich auch dieses Distorted-Ding so ein bisschen, weil das manchmal mit den Vocals, meiner Meinung nach zumindest, wie ich es höre, so ein bisschen entgegenfährt. Und das stört mich, weil ich dann die Vocals nicht so klar hören kann und die finde ich so schön. Ich glaube aber, die haben das schon mit Absicht gemacht, weil da ist noch ein anderes Instrument drin, das auch ein bisschen dissonant ist. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, ich persönlich finde es schade. Ja, Mir gefällt's sonst wäre es nicht, vielleicht, dass es es stört. bringt so ein bisschen Kante rein in die Produktion, vielleicht haben sie es Das deswegen stimmt, gemacht, sonst wäre es zu weich. Vielleicht. Ne, weil dieser Part ist ja auch, es ist ja der Pre-Chorus, der ist ja auch ziemlich ungewöhnlich, weil normalerweise macht man das im Pre-Chorus so, dass alles dann super harmonisch wird, da kommt dann irgendwie meistens, werden nur die liegenden Akkorde gespielt von einem Piano oder so etwas, die Drums und so weiter raus, aber hier die Melodie, die gespielt wird, die Noten, die gespielt werden, die holen einen komplett raus von dem, was vorher und was nachher passiert. Deswegen eigentlich musikalisch sehr, sehr interessant, muss man sagen. Ne, ist auch so ein bisschen, fühlt sich das auch raus aus der Harmonien. So ein bisschen dissonant. Das liegt aber auch an dem Instrument, das dieses spielt. Das klingt so ein bisschen wie so ein Marimbaphon oder so ein bisschen Xylophon-mäßig klingt das. Das hat man später, hört man das nochmal alleine, ohne Vocals drauf. Genau hier. Und wenn man genau hinhört, merkt man, dass das keine klaren Töne sind, dass dieses Instrument hier spielt, sondern dass dass die Töne so ein bisschen aufklingen. Also so, es ist nicht der eine klare Ton, jetzt zum Beispiel ein klares A oder ein pures A ist da zu hören, sondern klingt immer noch zu jedem Ton ein bisschen was mit, was so ein bisschen Dissonanz reinbringt. Und das haben die, glaube ich, wirklich mit Absicht gemacht, weil das wirklich so ein bisschen Charakter nochmal auf dieses Instrument bringt und das Ganze so ein bisschen edgy macht, die ganze Produktion. Aber so minimal, das ist sehr subtil. Also muss man ganz genau hinhören. Auch das, was es spielt. Oder ich glaube eher sogar fast das, was es spielt, jetzt hier auf diesen harmonischen Part. Das ist so ein bisschen dissonant, aber es funktioniert schon noch. Also ich glaube, Ja, es bringt funktioniert irgendwie trotzdem. diese Note dann da rein. Auch dieses Runaway spielt, glaube ich, sogar auch eine E-Gitarre noch mit, aber auch sehr, sehr subtil in den Mix reingesetzt. Also es sind einige Elemente, die das Ganze irgendwie da noch mitspielen, damit das eben so wirklich einen Ohrwurm-Charakter bekommt. Hier auch. Da ist wieder irgendwas ganz, ganz Hohes mit drin, dass diese Gesangsmelodie mitspielt. Das klingt wie eine Stimme. Es klingt wie eine Stimme, ja, so wie hochgepitcht ist und so Genau. ein bisschen nach hinten versetzt. genau, so wie ich es gerade am Anfang Ja. schon erklärt hatte. Das machen die hier sehr, sehr oft. Ja, dadurch sticht es einfach nochmal so ein bisschen mehr heraus und bleibt vielleicht eher in den Synapsen hängen. Also das sind wirklich so Vocals finde ich Hammer. Das sind da wirklich Produktionsgriffe, die da wirklich diesen Ohrwurm-Faktor einfach nochmal unterstützen sollen. Was ja sehr, sehr interessant war, dass sie mit sehr teuren Klamotten hier in den Pool gesprungen sind, die alle von Off-White waren. Oh, hier hört man das auch nicht. Hier schon wieder mega gestylt in dem Video.
Du hast halt immer diesen treibenden Bass, ne, der nach vorne. Das ist schon cool. Ich finde das tatsächlich sehr, sehr cool. Alle Off-White, oder? Fast alle? Weiß ich nicht. Die zwei auf jeden Fall. Aber die Schuhe ziehen sie aus. Aber was waren das für Schuhe? Die einfach richtig geil. Das ist aber witzig, dass sie die Klamotten anlassen, aber die Schuhe aus sind die ersten, ne? Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Ah. Das sind auch die, die am meisten auffallen. Vielleicht irgendwelche Nikes, Adidas. Sehen sehr speziell aus. Auch immer hier schön die E-Gitarre, denn immer wenn der Akkord, den ersten Akkord immer so kurz. Und hier dann im Hintergrund die E-Gitarre, die wirklich das ganze Nummer denkt. Ah, das macht voll Bock zu hören. Ja, richtig cool, ja, Das ist macht echt. richtig Spaß. So, und das Ende dürft ihr uns dann erklären, was da hinten passiert ist. Wir machen jetzt auf jeden Fall. Thumbnail time. Was haben wir denn für ein Gesicht heute? Ahnung. Ich kann, weiß ich nicht, so viele Gesichter auch gar nicht mehr. So. Ich fand den ja gut. Der macht so. Zeit ist rum. Leute, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Das bin ich, Rahim. Und schaut auch gerne bei Dana vorbei. Denn die Kamera fällt sonst aus. Wenn ihr es nicht macht, seht ihr, das ist allein eure Schuld. Kommt zu mir. Ey Leute, wir haben die 73.000 geknackt. Unfassbar! Oha. Wir schaffen wir dieses Jahr noch die 100.000? Es liegt wirklich nur an euch. Ja, über Dann 70% könnten wir der uns Leute haben endlich mal haben den Hallo Kanal nicht abonniert, die Videos gucken. Über 70%. Denkt drüber nach. Ah.